Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen heute zum Tag des offenen Denkmals. Das Thema des Tages des offenen Denkmals, das wechselte ja jedes Jahr, das heißt Wahrzeichen. Und natürlich würde jeder zuerst mal sagen, na, das Wahrzeichen von Herrenberg ist natürlich unsere Stiftskirche. Da gibt es dann heute Nachmittag noch mal eine Führung. Aber ich denke, auch unser Fruchtkasten könnte sich in den nächsten Jahren vielleicht zu einem neuen Wahrzeichen entwickeln. Es heißt ja auch der Tag des offenen Denkmals. Da möchte ich gleich vorwegnehmen, dass wir heute leider nicht in den Fruchtkasten hinein können. Genau, also wir werden heute leider den Fruchtkasten nicht von innen besichtigen können. Ich werde nur eine kleine Führung außen herum geben. Wir hoffen, also es ist eine Baustelle im Moment im Inneren, die nicht begehbar ist, aber vielleicht nächstes Jahr am Tag des offenen Denkmals kann man dann wieder im Wortsinn den Fruchtkasten auch besuchen. Aber ich wollte Ihnen natürlich etwas zur Geschichte des Gebäudes erzählen. Der Fruchtkasten, wie er heute dasteht, dieses Gebäude, das Sie jetzt hier sehen, wurde 1683/84 errichtet. Es ist das zweitgrößte Gebäude der Stadt nach der Stiftskirche und er wird auch manchmal Stiftsfruchtkasten genannt. Das irritiert erst ein bisschen, weil man denkt, Moment mal, 1600 irgendwas, da war ja schon die Reformation vorbei. Was soll das Ganze mit dem Chorherrenstift womöglich zu tun haben? Das hat einfach etwas damit zu tun, dass in der Reformation die geistlichen Besitzungen, also die Besitzung des Chorherrenstifts, der hiesigen Klöster bzw. die Klosterhöfe, das fiel in der Reformation alles an den Herzog. Sehr praktisch, man hat sich finanziell etwas saniert. Er hat dann für die Verwaltung dieser ehemaligen kirchlichen Besitzungen oder geistlichen Besitzungen eine neue Behörde eingerichtet, und zwar die Stifts- und geistliche Verwaltung. Und das gab es dann einen Stiftsverwalter und eben für die Erträge aus diesen ehemaligen geistlichen Besitzungen auch einen Stiftsfruchtkasten. Deswegen wird das manchmal eben so bezeichnet. Ich habe schon erwähnt, dass es das zweitgrößte Gebäude der Stadt ist nach der Stiftskirche. Als es gebaut wurde, Ende des 17. Jahrhunderts, wurde es über mehrere andere Gebäudeteile drüber gebaut, über einen Teil der Stadtmauer, über ein altes Steinhaus, auf das komme ich gleich noch zu sprechen, und auch noch andere Gebäude, die im frühen 17. Jahrhundert gebaut worden waren. Zu diesem Steinhaus möchte ich sagen, das ist, ja, ich zeige es nachher nochmal, wir haben freundlicherweise die Erlaubnis der Nachbarin des Fruchtkastens, dass wir in ihren Garten dürfen und dann die Wand etwas aus der Nähe betrachten. Aber dieses Haus ist wahrscheinlich um 1200 gebaut worden und ist mit ziemlicher Sicherheit älter als die Stadt und als die Stadtmauer auch. Denn als man angefangen hat, hier Bauforschung zu betreiben, hat man festgestellt, dass die Stadtmauer an dieses alte Gebäude angebaut ist. Das heißt, es war vorher schon da. Herrenberg ist ja eine Gründung der Pfalzgrafen von Tübingen. Die bauten in den 1160er Jahren die Burg oben auf den heute noch sogenannten Schlossberg. Und sie haben dann einige Jahrzehnte später, muss man sagen, dann die Stadt zu Frühs ihrer Burg gegründet. Die erste urkundliche Nennung Herrenbergs stammt aus dem Jahr 1228. Da ist oben auf der Burg ein Vertrag aufgesetzt worden. Es ging um einen Gütertausch der Tübinger mit dem Kloster Salem. Und da ist aber nur die Burg erwähnt, 1228. Trotzdem werden wir dieses Datum, die Erstnennung Herrenbergs, als Aufhängung nehmen für das große Stadtjubiläum, das geplant ist im Jahre 2028, also 800 Jahre Stadt Herrenberg. Dass es eine Siedlung bei dieser Burg gab, das ist erst so 1233, da gibt es nochmal eine Urkunde belegt, und dass es eine Stadt war, dafür gibt es dann erst einen Beleg im Jahre 1271. Da ist nämlich eindeutig in einer Urkunde von Cives, nämlich von Bürgern dieser Stadt, die Rede. Also da war es dann endgültig auch zur Stadt erhoben worden. Die Bewohner dieser Frühzeit Herrenbergs, die stammten größtenteils aus zwei nahegelegenen Dörfern, die hier schon existierten seit alemannischer Zeit, nämlich Reistingen und Mühlhausen. Reistingen ist heute komplett von Herrenberg überbaut. Das lag dort, wo heute die Reistinger Straße ist, und auch das Wohngebiet im Seele.
Man hat dort in den 80er Jahren Ausgrabungen durchgeführt und die Archäologen haben festgestellt, dass sie die Siedlungsgeschichte von etwa vom 8. Jahrhundert bis zum Jahr 1200 dokumentieren können. Die haben ja dann immer so, ja, anhand von den Scherben oder anhand vielleicht auch von organischen Dingen, die man datieren kann, konnten die das nachweisen. Aber im Jahr 1200 circa bricht es plötzlich ab. Da gibt es dann keinen Beweis, dass dort mal eine Siedlung war und man vermutet, dass dann eben schon um das Jahr 1200 die Leute hier in die neu gegründete Stadt Herrenberg gezogen sind, beziehungsweise von der Herrschaft damals umgesiedelt wurden. Das war denen vielleicht gar nicht so unrecht, denn es gab ja dann auch eine Stadtmauer, da lebte man doch sicherer als in so einem Dorf auf freiem Feld, wo vielleicht doch mal arbeitslose Raubritter oder so vorbeikamen. Also auf jeden Fall war das sicherer, dann in einer Stadt zu leben. Der zweite Ort, der hier in der Nähe lag, war Mühlhausen. Das lag dort, wo heute die Tennisplätze sind. Wenn Sie mal hinter den Tennisplätzen vorbeigehen, da kommen Sie an so einem Torbogen vorbei, so einem Steinbogen, und daneben sind so niedrige Mauern. Das war mal der Eingang zum Kirchhof von Mühlhausen. Dort stand noch bis ins 17. Jahrhundert eine kleine Kirche. Heinrich Schickert hat in seinem Inventar, der hat ja mal seine ganzen Besitzungen 1630, 31 aufgezeichnet und mit Bildchen, und da hatte er ein Feld und diesen Pokal hat er geschenkt bekommen. Und da ist tatsächlich auch ein kleines Bild dieser Mühlhausener Kirche noch zu sehen. Die Mühlhausener Kirche war übrigens die Pfarrkirche für Herrenberg, bevor die Stiftskirche gebaut wurde, beziehungsweise bevor sie fertig war. Und da mussten die Leute eben immer noch nach Mühlhausen in die Kirche gehen. Und auch die Bewohner von Mühlhausen sind dann irgendwann nach Herrenberg gezogen. Also das so zur Vorgeschichte von Herrenberg. Ja, also innerhalb dieses großen Fruchtkastens, den wir hier sehen, verbirgt sich das älteste Haus der Stadt, soweit wir wissen. Es ist ein Steinhaus. Sie können, wenn Sie etwas weiter zurückstehen, dort ein kleines Fenster mit 2 Bögen sehen. Das ist jetzt mit so einer Folie verschlossen im Moment. Und hier direkt eine Steinreihe, die so senkrecht von oben runter verläuft, die aus dem Putz hervortritt. Also das war praktisch die Kante des Steinhauses und bis dort hinten hin, das ist also komplett aus Stein erbaut. Wenn Sie sich erinnern, wenn Sie früher mal im Fruchtkasten drin waren, auch drinnen sieht man noch diese steinernen Mauern dieses alten Gebäudes. Und ich sage bewusst immer Steinhaus, denn das war zu der damaligen Zeit etwas ganz Besonderes. Um diese Zeit, um 1200, baute eigentlich nur die Kirche und der Adel in Stein. Das war nämlich extrem teuer. Man musste Zugriff auf Steinbrüche haben. Man musste die Leute bezahlen können, die die Steine eben bearbeiteten. Und ansonsten Bürger, auch reiche Bürger, die bauten vielleicht das Erdgeschoss ihres Hauses aus Stein und dann obendrauf halt Fachwerk. Es gibt tatsächlich auch Gegenden in Deutschland, wo es sehr, sehr reiche Patrizier gab, die sich auch eigene Steinhäuser bauten. In Köln, in Trier, in Regensburg. Da gibt es ja auch so Geschlechtertürme und sowas, so ähnlich wie in Italien. Aber hier in der Gegend, muss man wirklich sagen, ist dieses Steinhaus eine absolute Ausnahme. Es ist natürlich die Frage, was war das denn? Es war im Prinzip, anders kann man es nicht deuten, eine kleine Burg. Und von den Ausmaßen her, wenn man das so bedenkt, war die auch gar nicht so klein. Es wird vermutet, dass hier eine niederadlige Familie lebte, die wahrscheinlich Beziehungen hatte zu den Pfalzgrafen von Tübingen. Dort oben die Dienstleute der Pfalzgrafen von Tübingen waren, die dort oben die Burg besaßen. Es verlief hier eine Straße von Tübingen nach Nagold. Die Tübinger Pfalzgrafen haben ja ihre familiären Wurzeln auch im Nagoldgau, also sozusagen eine Route, die sie sicher hin und wieder bereist sind. Und dann konnte hier so eine Burg am Rand des Weges doch auch dafür sorgen, dass die Straße hier sicher war und so weiter. Als man dann schließlich die Stadtmauer angebaut hat, dann war ja direkt hier daneben das Tübinger Tor. Das heißt, einem solchen Adligen, der hier wohnte, dem konnte man auch die Verteidigung des Tübinger Tors anvertrauen, beziehungsweise die Bewachung dieses Tores. Dieses Haus ist gerade so in dieser südöstlichen Ecke der Stadt angesiedelt und interessanterweise gibt es in Sindelfingen, ebenfalls eine Gründung der Pfalzgrafen von Tübingen, eine ganz ähnliche städtebauliche Situation.
Auch dort gibt es im Südosten der Altstadt einen Bereich, da gibt es heute kein Gebäude mehr, aber es heißt heute noch in der Burg. Und dort befand sich mit ziemlicher Sicherheit auch ein früher Fronhof, also auch ein Adliger, der dort einen Hof hatte, von wo aus dann eben auch Landwirtschaft betrieben wurde, aber was eben auch zur Sicherung dieser Ecke der Stadt diente. Überhaupt gibt es einige Parallelen auch im Aufbau der Städte von Sindelfingen und Herrenberg und da passt das jetzt eigentlich auch ganz gut dazu. Man hat dann, wie gesagt, die Stadtmauer angebaut. Dann verlief der Wehrgang auch innerhalb des Steinhauses. Man kann das übrigens heute auch noch im Fruchtkasten dann sehen. Man wird es auch quasi sichtbar machen, wenn der umgebaut ist. Ja, und zu einem Zeitpunkt, den wir heute nicht mehr kennen, wurde dann dieser Beobachtungserker angebaut. Von da aus hatte man natürlich einen guten Überblick auf gerade über die Südostecke der Stadt. Und da ist ja jetzt auch noch ein Stein, auf dem eine Inschrift eingemeißelt ist. Die hat man dann nach dem Bauernkrieg dort eingefügt, denn darauf steht, dass am 8. Mai des Jahres 1525 30.000 Bauern 6 Stunden lang auf Herrenberg gestürmt sind. Inwieweit diese Zahl 30.000, sage ich mal, belegbar ist, darüber kann man natürlich streiten. Das kann auch ein bisschen übertrieben sein, denn die Bauern haben ja Herrenberg erstürmt, sie haben das Brontor gesprengt und so weiter. Und da kann man natürlich vielleicht die Zahl der Feinde doch mal ein bisschen höher einschätzen. Auf jeden Fall ist es eine spannende Sache und nächstes Jahr ist ja großes Jubiläum mit dem Bauernkrieg, ja, 1525, 2025. Es wird eine große Landesausstellung zu dem Thema geben und vielleicht gibt es ja auch hier in Herrenberg gerade in Bezug auf diese Inschrift noch irgendwelche kleineren Events. Da können wir mal schauen, ob da sich noch was ergibt. Ja, das wollte ich jetzt an der Stelle erwähnen. Dieses Haus ist ja quasi in herrschaftlichem Besitz gewesen. Und ich habe 2013, als das angefangen hat, dass man sich hier mit dem Fruchtkasten näher beschäftigt hat, da wurde eine Bauuntersuchung, also eine bauhistorische Untersuchung in Auftrag gegeben und ich habe den Auftrag bekommen, eine Archivrecherche zu machen. Also was findet man in Urkunden, in Archiven über diesen Fruchtkasten? Und das Erstaunliche ist, dass man gerade über dieses Steinhaus nichts findet. Was aber immer wieder erwähnt wird, ist eine Kelter beim Tübinger Tor. Und es es ist sehr wahrscheinlich, dass dieses Haus, als es dann nicht mehr zu Wohnzwecken genutzt wurde, dann als Kelter genutzt wurde. Im Jahre 1382 verkauften ja die Pfalzgrafen von Tübingen Herrenberg und die umliegenden Dörfer und ihre Burg an den Grafen Eberhard, genannt den Greiner. 1382. Der schickte dann im darauffolgenden Jahr einen Beamten los, der seine ganzen neuen Besitzungen ja quasi aufnehmen sollte oder mal anschauen sollte, das aufschreiben sollte. Und da findet man zum ersten Mal die Erwähnung von einer Kelter mit 4 Kelterbäumen in Herrenberg. Also das ist schon sehr groß mit 4 Kelterbäumen, aber er nennt keinen Ort dazu. Allerdings muss man sich dazu natürlich vorstellen, der gesamte Südhang des Schönbuches von hier bis Tübingen war mal ein großes Weinanbaugebiet. Das gehörte den verschiedensten geistlichen und weltlichen Herrschaften und da ist es natürlich angenehm, wenn man hier mit den Trauben kommt, dass direkt hinter dem Stadttor dann eine Kelter ist, dass man nicht so lange mit den Trauben noch durch die Gegend fahren muss. Also ist es wahrscheinlich, dass das schon diese Kelter war damals. Dann gibt es die nächste Nachricht 1526, da wird explizit erwähnt, eine Kelter mit 4 Kelterbäumen beim Tübinger Tor. Also wäre es denkbar, dass das dann auch hier gewesen sein muss. Heinrich Schickhardt, der Architekt, der war ja später auch Hofbaumeister bzw. ja, der Baumeister des Herzogs. Der hatte nicht nur schöne Schlösser gebaut oder irgendwelche Repräsentationsbauten, sondern der hatte in dieser Eigenschaft als Hofbaumeister auch für Stadtbefestigungen zu sorgen und sogar für die Kanalisation in Stuttgart und für Brückenbauten und Infrastruktur insgesamt. Der hat hier die Stadtmauer von Herrenberg repariert und dabei hat er ein paar Zeichnungen angefertigt und auf einer sieht man genau diesen Erker, das heißt, er war hier an dem Steinhaus und zugange und da hat er diesen Raum
der daneben liegt, also das heutige Steinhaus, tatsächlich auch als Kelter bezeichnet in diesem Plan. Und inzwischen hatte man hinten an der Stadtmauer noch ein anderes Gebäude angebaut, nämlich das Zeughaus. Zeughaus bedeutet, das war ein Raum zur Aufbewahrung von Militärgegenständen zur Stadtverteidigung. Also wenn die Bürger dann eben mal gezwungen waren, die Stadt zu verteidigen, oder das, was die Wachen dann immer bei sich trugen, wenn sie ihre Runde auf dem quasi Wehrgang machten. Genau. Ja, dann hört man auch noch, auch von Heinrich Schickert in einem späteren Bericht, dass sich auf dieser Kelter in den hölzernen Geschossen, also quasi im Dachgeschoss, auch schon ein Fruchtkasten befand. Und dann passiert im Dreißigjährigen Krieg leider Folgendes: Die Stadt Herrenberg brennt fast komplett nieder. Also es ist ja nur die Kirche stehen geblieben und ungefähr ein Dutzend Häuser, ganz am Rand der Stadt, am Burgrhein ein paar, hinten beim Nuffringer Tor, der Deutsche Kaiser, also dieses Fachwerkhaus ist noch aus der Zeit vor diesem Stadtbrand, und auch das Haus daneben, aber ansonsten war Herrenberg, lag in Schutt und Asche. Und da beginnt dann der zweite Teil der Geschichte des Fruchtkastens, und da möchte ich Sie bitten, wieder mit mir vor das Gebäude zu kommen. Ja, auch die Kelter mit den hölzernen Geschossen des Fruchtkastens darüber war 1635 ein Raub der Flammen geworden und konnte nicht mehr genutzt werden. Die nächsten 50 Jahre benutzte man als Fruchtkasten einige Nebengebäude des Dekanats, also heutigen Dekanats oder der Propstei. Und überlegen Sie mal, Sie mussten da mit Fuhrwerken, mit Pferden oder mit Ochsen da hochfahren oder auch runterfahren, mit Lasten drauf. Also das ist richtig gefährlich, sowohl für die Tiere als auch für die Menschen, die eben diese Fahrzeuge gefahren haben. Und außerdem diese Gebäude, diese Nebengebäude der Propstei, das waren noch welche aus der Zeit des Chorherrenstifts. Da waren ja die Brüder vom gemeinsamen Leben, die ab 1481 an der Stiftskirche angesiedelt waren. Die haben ja ihr gemeinsames Leben tatsächlich in diesem Gebäude geführt, ja, in der Propstei. Sie hatten auch Nebengebäude, das waren dann Stallungen, Küchengebäude. Es gab auch Laienbrüder, die also jetzt nicht zu dieser Gemeinschaft gehörten und die dort auch Unterkünfte hatten. Also diese ganzen Behausungen und Gebäude dort oben, die waren schon recht alt. Und dann hat man jetzt da oben eben diese Fruchtlager, also Frucht heißt immer auch Getreide und Erbsen und Linsen und alles Mögliche, also die Frucht der Felder quasi, dort eingelagert. Und der Stiftsverwalter hat dann gesagt, nee, also das ist ein unhaltbarer Zustand, dieses Haus ist nicht dafür vorgesehen, so ein Lagerort zu sein. Diese Fahrten dort nach oben, die sind sehr gefährlich und da muss sich was ändern. Er schrieb einen Brief an den Herzog. Und das ist nämlich das Spannende, dieser Briefwechsel zwischen der herzoglichen Kanzlei und diesem Stiftsverwalter aus Herrenberg aus dem Jahre 1682 ist im Hauptstaatsarchiv in Stuttgart erhalten. Und der offenbart einige ganz spannende Details. Also erstmal wird hier gejammert, ja, dass also der gegenwärtige Zustand unhaltbar ist. Und man hat beschlossen, den Fruchtkasten am alten Platz wieder zu errichten. In den nächsten 2 Jahren, also 1683, 84, wird dann auch der neue Fruchtkasten erbaut. Es wird ein Kostenvoranschlag an den Herzog übermittelt. Das Ganze soll 2.800 Gulden kosten, das ist schon recht teuer. Und es wird bekannt gegeben, dazu werden 410 Tannen benötigt. Die wolle man aus den ehemaligen Besitzungen des Klosters Hirsau nehmen, die ja jetzt in herzoglichem Besitz sind. Damals lief das nämlich so ab, oder der Fachwerkbau insgesamt, auf dem Grundstück des Zimmermanns wurden die Balken entsprechend des Fachwerks, wie es dann später stehen soll, auf dem Boden liegend schon mal zusammengesetzt und zurechtgeschnitten. Dann hat man die quasi nummeriert und bezeichnet mit Markierungen, hat das Ganze dann zusammengelegt, auf den Wagen gepackt und an dem ursprünglich geplanten Standort dann wie ein Puzzle wieder aufgestellt.
Und die Zimmerleute waren natürlich für den ersten Schritt zuständig, also dieses Gerüst quasi fertigzustellen, aber für das Aufstellen, also für die rein körperliche Arbeit, braucht es dann eben noch mehr Leute, die man dazu verwenden sollte. Und es war ja damals so, die Untertanen der Herrscher, der Grafen, der Herzöge, die mussten nicht nur Steuern zahlen und ja, gewisse Naturalien abgeben, sondern sie waren auch verpflichtet, gewisse Arbeitsstunden abzuleisten. Ja? Entweder, sage ich mal, für umsonst oder für einen sehr geringen Lohn. Aber das gehörte quasi dazu. Und da wollte man nun eben diesen Bau aufstellen und es war im Sommer und es war heiß. Und dann machte man sich Gedanken, also der Stiftsverwalter, wie man denn die Leute motivieren könnte, für einen sehr geringen Lohn bei dieser Hitze diese schwere Arbeit zu tun. Und da fiel ihm ein, oh, wir haben ja noch in unseren Vorräten einen ziemlich schlechten Wein von letztem Jahr. Der ist so schlecht, den können wir nicht mal verkaufen. Das hat er auch tatsächlich dem Herzog so ja, kommuniziert. Und es war dann die Idee, zur Motivation jedem dieser Arbeiter pro Tag also das war das damalige Maß, ein Eimer, 1,8 Liter Wein, von diesem Wein noch zusätzlich eben zum Lohn dazu zu geben. Genau, und der Herzog hat das auch gerne erlaubt und dann wurde das hier also sehr beschwingt aufgebaut. Die nächsten 150 Jahre wurde dann der Fruchtkasten entsprechend genutzt, wie es auch geplant war. Achso, ganz kurz wollte ich noch was zu dem Fachwerk sagen. Man sieht es jetzt nicht so gut, weil ja dieses Netz auch davor ist, aber zu dem Fruchtkasten selbst, wie er dann gebaut wurde, es ist ja ein Riesengebäude, er hat 6 Stockwerke und von der Gestaltung des Fachwerks her ist es typisch fürs 17. Jahrhundert. Man hat nämlich in dieser Zeit doch einen Haufen Schmuckelemente eingebaut. Also man sieht auch an der Gestaltung der Fassade, das sollte ein repräsentatives Gebäude sein. Ja? Also auch die, sage ich mal, die Macht des herzoglichen Stiftsverwalters oder beziehungsweise eben, ja, was der sich da leisten konnte, was man hier alles einlagern kann von den Naturalabgaben der Untertanen, das sieht man. Und was ich meinte, Sie sehen häufiger solche geschwungenen Hölzer in diesen Gefachen, die sind eigentlich statisch gar nicht notwendig. Also in älteren Fachwerkhäusern hat man wirklich nur die Balken eingebaut, die man brauchte, damit das Haus richtig gut stand. Und gerade so im 17. Jahrhundert fängt man an, eben solche Schmuckelemente reinzubringen, dass das Ganze hübsch aussieht, aber eigentlich wäre das statisch nicht notwendig. Es gibt auch einige, jetzt muss ich mal kurz schauen, also über dem wo da Leier steht zum Beispiel, da sehen Sie auch so Schräghölzer, die wie so ein Profil zu haben scheinen. An der Seite ist das so ein bisschen geschwungen. Das ist auch so, da sind quasi die Hölzer ausgeschnitten und man hat da Gips reingegeben, dass dieses Profil da entsteht. Genauso hat man mit Farben gearbeitet oder solche Eselsrücken reingeschnitten. Das sieht man übrigens auch an dem Haus, da sieht man es besser. Quasi da unten, wo das Fachwerk beginnt, dass man in der Mitte hat das so eine Spitze und dann geht das so geschwungen nach außen und das hat man farbig gefasst. Das gibt es auch am Fruchtkasten, auch wenn man es im Moment gerade nicht so gut sieht. Also ein schönes repräsentatives Gebäude und die nächsten 170 Jahre, 150 Jahre hat man es dann, ja eigentlich 170 Jahre hat man es dann in dem Sinne, wie es gedacht war, genutzt. Dort wurde die Naturalabgabe gelagert, Getreide, Dinkel, Hafer, also das weiß ich auch aus quasi diesen Lagerbüchern, die da angelegt wurden. Es wurden Dinkel, Hafer, Erbsen, Linsen, Stroh, Bohnen, getrocknete und so weiter, also alles darin aufbewahrt. Ja, und man kann auch in den Urkunden lesen, es wurden immer wieder Ausbesserungsarbeiten vorgenommen, also das Ganze wurde gut in Schuss gehalten. Also die Kelter wurde auf jeden Fall bis spätestens 1821 noch benutzt. Wie viele Kelterbäume da jetzt drin waren, ist nicht mehr überliefert. Es wurde auch mal gesagt, dass ein Kelterbaum aus Rohrau hierher überführt wurde. Es ist natürlich denkbar oder sogar wahrscheinlich, dass die 4 Kelterbäume vielleicht auch mit verbrannt sind. Ja, die waren ja auch aus Holz. Und dass man dann später vielleicht nur noch mit einem Kelterbaum gearbeitet hat, aber die war noch in Betrieb. Also ab 1821 wohl nicht mehr. Da wird nämlich beschrieben, dass dort unten der Posthalter seine Wagenremise hatte und auch eine Holzlege, zumindest teilweise wurde es dann anders genutzt. Ja, und dann kam das Jahr
die Revolution von 1848 und mit ihr die sogenannte Zehentablösung. Und jetzt kommt wieder ein Auto, das lassen wir gerade noch durch. Ja, das habe ich so bestellt, genau. Oh, okay. Sorry. Genau. Also mit der Revolution von 1848, eine Folge davon war die sogenannte Zehentablösung. Bis dahin hatten die Bauern ja immer den Zehnten abliefern müssen und jetzt wurde das umgeändert in eine Geldzahlung. Das heißt, ab dieser Zeit, also das machten dann nach und nach alle deutschen Länder, so ab 1848, 49, 50, dass die Bauern jetzt eben keine Naturalien mehr abliefern mussten an die Herrschaft, sondern eben Steuern in Geld zahlen musste, wie es bis heute eben üblich ist. Ja, jetzt wurden diese ganzen Fruchtkästen überflüssig. Hier in Herrenberg gab es 2, und zwar nicht nur diesen hier, sondern auch noch einen oben hinter dem Oberamt, da wo jetzt dieser große Garten ist, da stand auch mal ein Fruchtkasten. Der ist 1892 abgebrannt, aber Mitte des 19. Jahrhunderts gab es den halt noch, und jetzt versuchte man diese beiden Fruchtkästen zu verkaufen an Privatleute. Da gibt es eine sehr nette Anzeige im Vorgänger des Gäuboten, dem Intelligenzblatt, wie es damals hieß. Ja, aber dazu muss ich sagen, das ist ein bisschen ein Missverständnis, denn Intelligenz hatte damals auch was mit Nachrichten und Neuigkeiten zu tun. Genauso wie die CIA ist ja the Central Intelligence Agency. Also es hat auch was mit Nachrichtendienst zu tun, und dieses Wort Intelligenz wurde im Deutschen im 19. Jahrhundert eben auch im Sinne von Nachrichten benutzt. Also im Nachrichtenblatt von Herrenberg oder Intelligenzblatt wurde eben inseriert, dass diese beiden Fruchtkästen eben verkauft oder versteigert werden könnten, und leider wollte keiner diese Gebäude kaufen. Es kam dann eben nochmal eine Anzeige, leider fanden sich keine Liebhaber dafür. Und dann hat kurzerhand der König, damals war Württemberg ja Königreich, beschlossen, okay, dann muss die Stadt das kaufen. Es kostete 3.000 Gulden, was die Stadt nicht bezahlen konnte. Sie mussten es in Raten über 4 Jahre abstottern. Ja, jetzt hatte die Stadt dieses Gebäude und wusste nicht so recht, was sie damit anfangen sollten. Auf jeden Fall haben sie dann erstmal das Innere in kleinere Raumkompartimente unterteilt und diese Räume verpachtet als Lagerräume. Tatsächlich wurde es dann auch immer noch zur Fruchtlagerung zum Teil verwendet, denn es gab auch Privatleute, die da ihren und was sie so auf dem Feld anbauten, lagern wollten. Aber mit der Zeit hört man jetzt doch einige ganz lustige und interessante Sachen, die da jetzt in dem Fruchtkasten vor sich gingen, von 1850 etwa bis heute. Also zum einen diese Lagergeschichten. Es wurde eine öffentliche Waage hier eingerichtet. Und zwar als Viehwaage oder eben auch als Hopfen- oder Fruchtwaage wurde die genutzt. Dann hat man einen Eiskeller hier drin gehabt. Früher, wenn die Weiher zugefroren waren, dann hat man das Eis in Blöcken da rausgehackt. Es gab extra solche langen Stangen mit Haken dran, wo man das dann rausgeschafft hat aus den Weihern. Wir haben auch noch einige von diesen langen Stangen mit den Haken, und die werden auch im Fruchtkasten ausgestellt werden. Also das kann man belegen, dass es das hier gab. Und das Eis, die Eisblöcke wurden dann in Strohballen quasi eingepackt, und man konnte die dann in einem relativ kühlen, gewölbten Raum, wie hier in so einem alten Gebäude, dann doch ein paar Monate aufheben und die als Kühlung nehmen. Besonders zur Bierherstellung wurde das damals verwendet, auch dieses Eis. Wir wissen auch, dass es einen Händler für Eisenwaren, Herde und Öfen gab, der seinen Vorrat hier im Fruchtkasten aufbewahrt hat. Später noch eine Stuttgarter Firma, als es mit der Elektrifizierung voranging in den Städten, die hier Elektroinstallationsgegenstände aufbewahrt hat. Also es gab eine ganze Menge Nutzungen. Die Stadt bewahrte auch ihre Marktstandsbretter darin auf, die Bahnschlitten und noch so verschiedene andere öffentliche Dinge, die man irgendwie lagern musste. Auf jeden Fall war eine lustige Nutzung auch: in einem der Geschosse wurde auch Turnunterricht abgehalten.
Denn es setzte sich so ab den 1850er, 60er Jahren so die Idee durch, ja, das wäre ja auch gut für Jugendliche, so Schulkinder, dass die sich auch körperlich betätigten. Und da war hier ein sehr engagierter Lehrer gewesen, der dann in so Lehrgänge gegangen ist, an Lehrgängen teilgenommen hat und dann für die deutsche und lateinische Schule in Herrenberg diesen Turnunterricht angefangen hat. Und das wurde eben in einem der Geschosse des Fruchtkastens auch gemacht, ab 1866. Und da ist aber immer wieder die Rede davon, da gab es dann auch Beschwerden, ja, das sei staubig, zugig, im Winter kalt, im Sommer warm und nicht so richtig toll. Und dann wurde der Sportunterricht dann meistens auf dem Schlossberg abgehalten und dann ab 1886, dann hat man ja die alte Turnhalle gebaut, also damals war es die neue Turnhalle, also die erste überhaupt, dann hat man den Sportunterricht dahin verlegt. Also eine ganze Menge von Nutzungen, die dieses Gebäude erfahren hat. Besondere Aufmerksamkeit hat man ihm dann wieder gewidmet zum Stadtjubiläum 1929. Keiner weiß, warum dieses Stadtjubiläum 1929 gefeiert wurde, wo doch die Erstnennung Herrenbergs 1228 ist. Aber wir haben noch keinen Grund dafür gefunden, vielleicht finanzielle Gründe in der damaligen Zeit, dass es sich vielleicht verschoben hat. Da hat man nämlich auch den Fruchtkasten dann außen verändert. Im 19. Jahrhundert hatte man auch schon Veränderungen vorgenommen, und zwar, das Gebäude hatte früher unten eine große offene Halle. Die hat man ja jetzt wieder freigelegt sozusagen. Im 19. Jahrhundert hat man dann noch ein Geschoss eingezogen. Man hat auch unten quasi Fachwerk eingebaut. Wir wissen nicht genau, ob es nur ein großes Einfahrtstor gegeben hat oder ob quasi die Halle ganz offen unten war. Auf jeden Fall hat man das im 19. Jahrhundert geschlossen. Dann noch ein Stockwerk eingebaut und ja, das dann auch den Bau von außen renoviert zum Stadtjubiläum. Man hat dann hier auch es gibt alte Fotos, wo man hier auch so quasi ein neues Tübinger Tor, also so eine vorübergehenden Holzkonstruktion da reingebaut hat, sodass man wieder diese alte Anmutung hatte. Es gab ja auch einen historischen Umzug und alles Mögliche. Also ich bin schon ganz gespannt drauf, was man 2028 hier so auf die Beine stellt. Ja, und bei der Gelegenheit wurde es dann auch gestrichen und alles. Ja, bloß dann danach wusste man auch wieder nicht so richtig, was man damit tun sollte. Vor allem, weil diese Verpachtung dieser kleinen Räume auch nicht furchtbar viel einbrachte. Das wird auch immer wieder beklagt in den Gemeinderatsprotokollen. Also eigentlich lohnt sich das nicht und die Leute zahlen viel zu wenig und so weiter. Ja, es gab dann neue Ideen so nach dem Zweiten Weltkrieg. Da war dann die Rede, ob man hier die Stadtbücherei unterbringen sollte oder Räume für die Volkshochschule, die es da auch schon gab, oder aber Wohnungen einbauen sollte vielleicht. Oder was fürs Rote Kreuz, eine Jugendherberge war auch schon mal mit im Gespräch. Also man hatte da doch diverse Ideen, aber es wurde nichts davon verwirklicht. Läden waren auch mal drin geplant, so ein Einkaufszentrum, aber alles viel zu teuer, wurde alles nicht gemacht. Ja, dann in den 70er Jahren hat man überlegt, das Archiv hier reinzubringen. Aber dann hat man schnell festgestellt, dass die Statik des Fachwerkbaus dem nicht standhält. Also die schweren Akten könnte das nicht tragen. Seit den 70er Jahren und bis in die 80er Jahre hinein war man auch ganz eifrig an der Planung eines Heimatmuseums. Diese Planungen waren schon sehr weit gediehen und es sollte überregional thematisiert werden. Es sollte ein Schwabenmuseum werden, also über die Eigenarten der Schwaben und auch über die Geschichte von Herrenberg. Und da war der frühere Stadtarchivar Roman Jansen auch sehr stark involviert und noch verschiedene andere Leute. Und das war schon sehr, sehr weit gediehen und ist dann aber 2003 im Gemeinderat gescheitert. Eine Sache hat man dann aber doch gemacht. Im Jahr 1997 war nämlich das 150-jährige Bestehen der hiesigen Kreissparkasse. Und da hat dann auch Roman Jansen zusammen mit einigen Mitarbeitern eine sehr schöne Ausstellung zur Stadtgeschichte auf die Beine gestellt. Und die wurde in den Räumen der Kreissparkasse ausgestellt, 1997. Und als die Feierlichkeiten dort herum waren, dann wurde diese Ausstellung in den Fruchtkasten verbracht. Und ich denke, die meisten von Ihnen kennen das noch. Das war dann sozusagen der Ersatz für unser Stadtmuseum. Eine kleine Geschichte. Ja, ich bin da auch als Stadtführerin immer sehr gerne reingegangen mit den Gruppen. Da war dann die Rechenmaschine und man konnte alles über die Stadtgeschichte erzählen, über die Könlis, über Schikaz und so weiter. Also es war eigentlich sehr schön gemacht. Aber natürlich auch eine relativ provisorische Sache und im Laufe der Zeit doch sehr in die Jahre gekommen. Dann kam ja dieser Stadtentwicklungsprozess, Herrenberg 20
1920. Und ab 2013 hat man ja schon angefangen, die Bürger mit einzubeziehen in Ideen, wie denn dieses Gebäude dann genutzt werden sollte. Und daraus hat sich letztendlich das Konzept ergeben, das heute verfolgt wird. Es wurde eine erste Arbeitsgruppe eingesetzt ab 2017, die eine erste Konzeption erarbeitet hat, auf Grundlage derer dann der Gemeinderat im Jahr 2018 zugestimmt hat, das Gebäude zu sanieren, zu renovieren, einer neuen Nutzung zuzuführen. Ja, und jetzt, seit 2019 ist es ja geschlossen und auch diese stadtgeschichtliche Sammlung nicht mehr zugänglich. Und jetzt werden wir sehen, was dann in nächster Zeit daraus wird. Auf jeden Fall ist diese große Halle wieder hergestellt worden. Es wird der I-Punkt dort einziehen. Es wird eine Gastronomie geben. Es wird Räume geben, die man mieten kann und für Veranstaltungen, Räume für Vereine, für Aktionen museumpädagogischer Art oder für die Volkshochschule und auch wieder eine stadtgeschichtliche Sammlung. Und ja, in diesem Sinne möchte ich sagen, sind wir jetzt in der Gegenwart angekommen. Ich hoffe, Sie hatten ein bisschen... Es wird hoffentlich in den nächsten Jahren oder auf jeden Fall vor dem Stadtjubiläum fertig werden, gehe ich mal stark davon aus. Und wir dürfen gespannt sein, was für neue Erfahrungen und was für neue Perspektiven wir in diesem Gebäude haben werden, das schon so lange Zeit die Stadt begleitet. In diesem Sinne, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Unser zweites Denkmal, unser zweites Wahrzeichen der Stadt Herrenberg, habe ich Ihnen vielleicht ein bisschen näher gebracht und herzlichen Dank, Ihnen noch einen schönen Sonntag.